Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Bastelgarage. Heute mit diesem Teil hier, was auf den ersten Blick ein bisschen unscheinbar ist, aber das ist ein mobiler Frästisch. Ich will demnächst bei mir im Garten, habe ich so ein kleines Projekt vor und da brauche ich eigentlich eine Oberfräse und zwar, wenn es geht, einen Frästisch. Und hier in der Garage mit meinem feststehenden Teil ist das nicht ganz so einfach. Da muss ich jedes Mal hin und her rennen. Deshalb habe ich mir das hier gebaut. Das kann man mitnehmen. Und wie ich das gemacht habe und welche tollen Jigs das hier gibt, zum Beispiel hier, wie man den Schraubenschlüssel hier ganz einfach in der Ecke festmacht. Und noch verschiedene andere Sachen, das zeige ich euch jetzt. Zunächst einmal habe ich hier 22 mm Siebdruckplatte und zwar ist die 42 x 32 cm groß. Dann habe ich hier zwei Seitenteile. Das ist 12 mm, das ist 25 x 25 cm. Dann gibt das hier das hintere Teil. Das hier gibt wie gesagt die Seiten. Und zusätzlich soll hier ein Boden unten drunter. Das Ganze also jetzt rumgekehrt, sprich so sieht das aus. Und das hier gibt dann obendrauf die Fräseinheit. So soll das Ganze später mal aussehen. Jetzt möchte ich hier obendrauf eine besondere Art des Anschlages haben. Und dafür habe ich mir jetzt hier diese Aluleisten, die sind 4 cm, also 40 mm mal 27 mm, sind Reststücke. Die sollen hier in die Seite rein und sollen später als Führung dienen. Dafür schneide ich mir jetzt hier in die beiden Kanten, rechts und links, schneide ich mir mit der Tischkreissäge jeweils eine Nut rein. Das Blech hier ist 4 mm dick und das Sägeblatt 3,8. Ich hoffe mal, dass ich das da reinbekomme. Hier steht das hoch. Wie gesagt, hier hinten soll noch ein Stück fehlen. Also das ist nicht durchgehend. Ich versuche das mal gerade. Oh ja, das lässt sich gut reindrücken. Ich muss nur sehen, dass ich vorne, dass das hier abschließt. Das ist so fest, das kommt überhaupt nicht da raus. Machen wir das auf der anderen Seite genauso. Jetzt habe ich hier 12 mm und zwar 47 cm lang und 9 cm breit. Ich muss das nachher abschneiden, das ist auf jeden Fall zu lang, aber da habe ich zwei Bretter von gemacht. Das hier soll die Klemmvorrichtung für hinten den Anschlag geben. Dafür habe ich jetzt hier, das ist 6 mm, habe ich mir eine 6 mm Gewindestange genommen und solche, ja ich weiß nicht, das sind Muttern, Verbindungsmuttern glaube ich nennen die sich. Und das drehe ich dann hier rein. Das wird später dann noch mit einem Metallkleber fest verbunden. Hier habe ich ein zweites drauf gemacht. Und das Ganze soll dann hier in diesem Holz drin liegen. Dafür mache ich mir jetzt in beide Hölzer hier jeweils eine Nut rein. Jetzt habe ich hier, diese Schrauben haben eine Dicke von 10 mm. Jetzt habe ich mir hier meine Tischkreissäge auf 5 mm Tiefe eingesetzt und werde jetzt beide Hölzer in der Mitte schneiden bzw. eine Nut reinschneiden. Jetzt habe ich hier den Abstand vergrößert, also das Äußere, und das schneiden wir auch jeweils in beide rein und danach wird das Ganze dann komplett hier ausgeschnitten.
machen wir direkt mal, testen wir das Ganze. Also das soll hier so drin liegen und dann kommt das hier drauf. Ja, das hat Platz, Luft, das kann sich schön da drin bewegen. Das kann man auch hier schön festklemmen. Jetzt leime ich diese beiden Seiten einfach mal zusammen. Jetzt habe ich mir noch zwei Massivholzklötze geschnitten, 12 cm lang, 4,5 cm breit und 20 mm dick. Da schneide ich jetzt genauso eine Nut rein wie in dem großen Brett. Das soll hier rauf als Führung. Natürlich ist das jetzt zu dünn, das würde sich einklemmen. Deshalb verrutsche ich das jetzt hier um ein paar Millimeter und schneide das etwas breiter auf. Ja, zwischenzeitlich habe ich mir dann hier dieses Loch reingefräst in die Platte. Und zwar, guck mal hier, also ich hatte jetzt keine Lust, wie hier, jedes Mal die Oberfräse festzuschrauben. Und da habe ich im Internet Folgendes gefunden. Und zwar diesen Rahmen hier. Wie alle Sachen verlinke ich das natürlich unten drunter. Und das ist jetzt ein spezieller Rahmen für die Makita bzw. die baugleiche Katsu und so weiter. Die kleine, eigentlich diese hier. So, wie gesagt, das ist jetzt die Version mit Akku. Die gibt es auch mit Kabel. Und da gehört dieser Fuß hier dazu. Also die Maschine kommt ja hier so rein. Und dieses Teil, das Plastikteil, ich habe jetzt die Platte mal hier reingeschraubt. Das ist, wie gesagt, dieser Fräskorb. Den muss man natürlich hier zumachen. Einfach hier rein, kippen, dass er hier hinten an der Lasche ansetzt. Rein und fertig. Und schon ist das Ganze fest. Von unten einfach lösen, nach oben drücken, rausziehen. So, und schon hat man das, kann man den Korb und alles wieder ganz normal benutzen. Hier habe ich jetzt die Verschraubung hineingemacht. Rechts und links diese Klötzchen, die hier hin und her fahren. Das lege ich dann jetzt mal hier drauf. Und das mache ich jetzt die Seite, wo der Feststeller ist, die mache ich jetzt erstmal fest. Und dazu mache ich ein Stück Klebeband unten drunter. Und werde das Ganze jetzt hier hinten gerade ausrichten. So, und hier bohre ich jetzt vor und werde ein paar Schrauben da reinsetzen. Hier an der anderen Seite möchte ich ja diese Klemmvorrichtung bauen. Da habe ich mir jetzt hier ein Stück Buchenholz, das ist 4,5 mal 2,5 mal knapp 3 cm groß. Ist halt ein Reststück, habe ich so gefunden. Und das soll jetzt hier als Klemme angezogen werden auf der anderen Seite. Und zwar soll das hier, also in diesem Teil drin, auf der Schiene an dieses Holz hier dran. Da soll das anschlagen und sich festklemmen. Dazu muss ich natürlich jetzt hier eine Vertiefung reinmachen, wo dieser Klotz hinkommt. Allerdings muss der, und das ist besonders wichtig, ich muss hier ein wenig Platz zwischen haben, damit das Ganze sich auch ranziehen kann. Das heißt, ich kann nicht genau an dem Strich hier, wo das hier ist, anzeichnen, sondern ich muss 2-3 mm weiter anzeichnen. Ich habe mir das jetzt hier mit dem Streichmaß mal hier rüber geholt. Also das heißt, bis hierhin muss ich dieses Teil einschneiden, um diesen Klotz da rein zu bekommen. Das zeichne ich mir jetzt hier mal an. Und das schneiden wir jetzt erstmal da raus. Wie gesagt, hier ist ja das Loch drin. Und da kommt dann später dieser Klotz dran. So sieht das Ganze aus. Das kommt dann jetzt hier drauf.
Und hier muss ich jetzt noch bei diesem unteren Klotz, das muss ich auch einsägen, weil ich muss bis auf dieses Metall drauf, wie gesagt, um hier an der Kante den Anschlag zu haben. Das ausgeschnittene Stück Holz stecke ich noch probeweise hier drauf und den Queranschlag auch. So, und hier zwischen kommt jetzt dieser Klotz und der wird dann hier, zieht das Ganze ran. Und weil hier oben drüber ein paar Millimeter, hier kann man hoffentlich das Braune sehen, ein paar Millimeter Platz ist, kann der das schön richtig eng hier ranziehen, anspannen. Jetzt muss ich nur noch die Stange hier durchmachen. So, und mir hier anzeichnen, wo ich das Loch bohren muss. Und zwar möchte ich solch eine Rampermuffe da reinmachen. Ich mache jetzt erst mit einem 10 mm Forstner Bohrer eine kleine Vertiefung, damit hier oben der Rand, damit der ein wenig versenkt ist. Jetzt habe ich hier die Rampermuffe vorbereitet, die drehe ich jetzt da rein. Und damit ist sie durch die Vertiefung, ist die auch glatt, steht die nicht vor. Und das setzen wir jetzt hier rein und drehen das da so weit, wie wir das brauchen, hinein. Bis hierhin geht erstmal das Video. Ich muss es leider jetzt hier abbrechen, das würde alles zu lang werden. Deshalb mache ich einen zweiten Teil. Sage für heute Dankeschön für euer Zuschauen. Ich freue mich auf euch für nächste Woche beim zweiten Teil. Bis dann, macht's gut. Gruß, euer Jürgen aus der Bastelgarage.